Der Hannes von Werde Musiker hier. Ich möchte dir in dieser Videoserie den Song One Step Closer von Linkin Park zeigen. Wenn du neu in der Gitarrenwelt unterwegs bist, empfehle ich dir dringend unten in der Videobeschreibung mal in meinen Crashkurs reinzuschauen. Das hilft dir, dieses Tutorial hier auch richtig gut zu meistern. Und los geht's jetzt. Und so weiter und so fort. Im Prinzip Hauptriff. Ja, dann geht es nochmal weiter in ein zweites Riff, was dann auch in der Strophe fortgeführt wird. Ja? Und wir müssen die Gitarre dafür ein bisschen umstimmen. Ja? Das Wichtigste zuerst, wir brauchen auf jeden Fall eine sogenannte Drop-D-Stimmung. Das heißt, du stimmst deine tiefe, dicke Seite runter. Ja? Ich mache nochmal vor, wie es in Normalstimmung klingt. Ja, so sollte deine Gitarre normalerweise klingen. Und wenn du jetzt die tiefe E-Seite runter stimmst, ne, also runter, nicht hoch, den habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass die Leute dann so weit nach oben gedreht haben, bis die Seite gerissen ist. Also hier, dass das so anhört. Und als Stütze kann man dann die leere D-Seite dazu spielen, wenn die sich gleich anhören. Wenn man jetzt kein Stimmgerät dabei hat und die hier auf D einstellt, die tiefe E-Seite, dann klingt das dann so. Ja, die sind im Prinzip gleich sozusagen. Wir haben einmal eine tiefe D-Seite jetzt. Deswegen hast du das Drop-D-Tuning auch, weil die Seite runtergefallen ist. Und eine hohe D-Seite sozusagen. Ja, so viel zum Thema Stimmung. Was Linkin Park jetzt macht, die stimmen jetzt noch jede Seite einen weiteren Halbton runter. Das heißt, am Schluss haben wir am Stimmgerät angezeigt, Cis, dann hier ein Gis, dann hier auch wieder ein Cis natürlich, dann hier ein Fis, ein As und dann wieder ein Dis. Ja? Nur so viel dazu zum Thema Stimmung. Muss man ein bisschen rumexperimentieren, bis man das vom Gehör her hinbekommt. Ansonsten Hilfsmittel zuziehen. So, folgendermaßen, das Riff kannst du nämlich geilerweise theoretisch mit einem Finger spielen. Wir fangen mit der leeren E-Seite an, mit der tiefen, die jetzt eine D-Seite ist. Und müssen die gleichzeitig aber abdämpfen hier mit der Handkante, ja? Dass das so klingt. Ja, dass die Seite gar nicht noch weiter schwingt, sondern abgedämpft ist. Das erstmal üben und dann. Was war das für ein Ton? Geil, kann ich dazu nur sagen, weil das macht richtig Bock damit zu spielen. Sogenannte Obertöne, die wir hier rauskitzeln können. Ja, die sind an bestimmten Stellen auf der Seite, ohne dass man drückt, vorhanden. Ja? Vielleicht kann man das sehen. Ich drücke nämlich nicht hier in dem Feld im Bund drin, sondern über dem Bundstäbchen selber berühre ich die Seite nur ganz wichtig. Ich drücke gar nicht runter oder so, sondern ich berühre die Seite nur. Das heißt, ich habe hier diesen Ton über dem 1, 2, 3, 4, 5. Bundstäbchen. Und den brauche ich dann gleich auch über dem 7. Bundstäbchen. Dann kannst du das erstmal üben. Da dämpfen wir übrigens nicht mit der Handkante von der Schlaghand ab. Also, erst die leere Seite gedämpft und dann die beiden hintereinander. Dann muss ich sofort in den 7. Bund auf der A-Seite springen und da ganz normal drücken und die Seite dann anschlagen, dass hier dieser Ton rauskommt. Also haben wir dann spiel das ganz ruhig auch erstmal nur mit Abschlägen. Ja? Wir kommen nachher noch zu einer etwas ausgefeilteren Schlagtechnik. Dann gehen wir in den 8. Bund mit dem Mittelfinger, gehe ich an der Stelle. Du kannst es aber auch, wie gesagt, alles mit einem Finger spielen, wenn dir das leichter fällt. In den 8. Bund und schlägst da, drückst jetzt ganz normal runter und hier auf der tiefsten Seite und schlägst die Seite einmal an und spielst dann wieder hier über dem 7. Bundstäbchen den Ton, den du eben gespielt hast, indem du nur die Seite ganz leicht touchierst sozusagen. Ja, von vorne bis dahin. Dann wieder leere Seite gedämpft anschlagen.
wie beim allerersten Mal. Und dann Finale, dritter Bund auf der tiefsten Seite. Ganz normal drücken und spielen. Also das ganze Hauptriff nochmal komplett, ganz langsam. So, jetzt kannst du ein bisschen was zur Schlagrichtung noch machen. Ja? Ich finde das ein bisschen mehr im Flow, wenn wir da ganz auch hier und da mal ein paar Aufschläge einbauen. Ja? Also, nämlich hier bei diesem Ton im 7. Bund auf der A-Seite. Also dreimal abschlagen sozusagen. Abschlag, Abschlag und Aufschlag. Dann Abschlag, 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 Aufschlag. Also haben wir immer in der Reihe dreimal Abschlag, einmal Aufschlag. Dann wieder dreimal Abschlag, einmal Aufschlag. Ja, und das Wichtige dabei ist, wenn du diese gedämpfte leere Seite spielst. Ich schlage quasi, während ich die Seite erwische, mit meiner Handkante hier auf die Seite und dadurch entsteht dann dieser Sound. Und wichtig dabei ist auch, mit dem Zeigefinger zum Beispiel die anderen Seiten, während du diese leere Seite anschlägst, zu dämpfen, dass man da nicht versehentlich andere Seiten erwischt, dann klingt das Ganze nämlich ziemlich chaosmäßig. So, nächster Teil ist dann noch einfacher, würde ich sagen, weil du da ein bisschen mehr reinhauen kannst, mehrere Seiten erwischen darfst. Du schlägst zweimal die tiefe E, die jetzt eine D-Seite ist, A und D-Seite an. Dann machst du eine Dead Note, indem du die Finger hier über die Seiten legst und schlägst einfach die Seiten an. Ja? Alles wieder mit Abschlägen. Und dann machst du einen Griff hier mit dem Zeigefinger auf der A-Seite im 7. Bund, dem kleinen Finger im 9. Bund auf der G-Seite, das ist die dritte von unten. Und A-Seite ist die 5. von unten. 1, 2, 3, 4, 5. Und da machst du dann einen Aufschlag und schlägst eben, ja, ich schlage jetzt fast alle Seiten an, aber das Wichtige dabei ist, dass eben diese beiden Töne erklingen, die G- und die A-Seite. Ich dämpfe nämlich die anderen Seiten mit dem Finger ab. Ich komme mit dem Zeigefinger so gegen die tiefe Seite. Der Zeigefinger blockiert auch noch hier die dritte Seite von dir aus, dass es so klingt. Und dann komme ich hier mit dem kleinen Finger noch gegen die zweite Seite von unten und komme mit dem Zeigefinger hier gegen die ganz hohe E-Seite, ja? Dann Mittelfinger in den 8. Bund, quer gelegt hier über 3 Seiten über die D-A-D-Seite. Das Ganze mit dem Zeigefinger im 7. Bund, dann wieder Dead Note. Ja, ich lege die hier wirklich, lasse die Finger hier so, touchiere die Seiten so und dadurch sind die Seiten quasi tot. Und jetzt mache ich das Ganze, was ich hier gemacht habe, im 7. bzw. 9. Bund, im 3. und 5. Bund auf der A- und G-Seite. Ja, nochmal, die G-Seite ist die dritte von unten und die A-Seite die 5. von unten. 1, 2, 3, 4, 5. Das spielst du, also du spielst dieses Intro-Riff 4-mal, dann geht es schon rein, immer noch im Intro in dieses zweite Riff. Und das zweite Riff wird auch noch während der Strophe gespielt. Ja? Und deswegen, du hast ja erstmal ganz schön viel Zeit, das zu üben, das zu spielen, bis es überhaupt erst zum nächsten Teil kommt. Darum kümmern wir uns dann im nächsten Video, ja, wenn es dann hier hingeht. Und
und so weiter. Refrain, Pre-Chorus, Bridge und so weiter. Kümmern wir uns um alles. Wenn du irgendeine Frage haben solltest, schick mir einfach eine Nachricht, schreib das hier unten in die Kommentare rein. Like das Video auch sehr gerne, abonniere den Channel. Und wenn du Schwierigkeiten haben solltest hier mit dieser Art von Griffen und so weiter, schau mal in der Videobeschreibung nach meinem kostenlosen Crashkurs. Da findest du sehr viele nützliche Tipps und Tricks zum Thema Gitarre lernen. Gerade am Anfang tut man sich ein bisschen schwer, weiß nicht so genau, wie man die Gitarre halten soll, wie man anschlagen soll. Da wirst du fündig, kostet absolut gar nicht, trägst dich einfach nur ein in meine Liste und bekommst dann super schnell zu dir nach Hause richtig geile Videolektionen und ein E-Book, was auch voll mit Akkorden ist. Dann kannst du alles auch nochmal nachschauen, was du so an Akkorden vielleicht auch schon gelernt hast. Also bis zum nächsten Video. Wir sehen uns wieder. Mach's gut. Ciao.